Moinsi oder Abend oder was auch immer gerade bei euch ist. Hi, ihr Schuppen von VR, ich bin Mutensen und was soll ich noch sagen? Gestern habe ich ein Video gemacht über die News und als ich das Video fertig hatte, kam die News, dass es eine State of Play gibt am Donnerstag mit sage und schreibe 5 Ankündigungen für die PlayStation VR 2. Schon wieder. Und ich persönlich hatte das Gefühl, dass das keinen Sinn ergibt, wenn Sony das so groß ankündigt, während des Release der PlayStation VR 2, wenn es wieder nur irgendwelche netten Indie-Spiele wären, ja. Und habe deswegen schon ganz schön den Hype gefahren. Eine Geschichte wurde ja bereits angekündigt, nämlich Resident Evil 4. In einer State of Play wurde gesagt, ja, es gibt VR-Content. Ich habe nun spekuliert, ob sie vielleicht morgen bekannt geben, dass es das komplette Spiel in VR gibt. Wir müssen nicht bis morgen warten. Etwas mit Vorbehalt. Das hier basiert alles auf einem Tweet, aber vom japanischen Capcom. Wir gucken uns das alles genau an und finden mal raus, ob das hier real ist. Resident Evil 4 Remake VR Mode to release as a free DLC for PS5 und PlayStation VR 2. Ich kenne nämlich die Webseite nicht. Schönen Dank an Horst für den Link. Wir übersetzen uns das mal ganz brav auf Deutsch, damit wir hier nicht meine Englischgrenzen stoßen. Das mit Spannung erwartete Resident Evil 4 Remake, das nächsten Monat auf PC und Konsolen erscheinen wird, wird in Zukunft einen VR-Modus auf PlayStation 5 erhalten, bestätigt der Entwickler Capcom heute. Mit einem neuen Tweet auf dem offiziellen japanischen Twitter-Profil der Serie bestätigt das Unternehmen, dass die Arbeit am VR-Modus des Spieles gerade erst begonnen hat. Dieser Modus wird zum Start nicht verfügbar sein, wird aber als kostenloser DLC für PlayStation 5 und PSVR 2 angeboten. Angesichts der Tatsache, dass Resident Evil 4 Remake kein First-Person-Spiel ist, wird es wirklich interessant sein, zu sehen, wie sehr sich die Erfahrungen in diesem VR-Modus unterscheiden. Und was wir ja schon wissen und vielleicht diese Menschen nicht, ja, es gibt schon ein Remake des Original Resident Evil 4 für VR, ein offizielles, für die Quest, ja, für den Meta Quest 2. Und das war fantastisch. Da wurde schon gezeigt, wie man in First Person, in VR, das gute alte Resident Evil 4 spielen kann. Das war wirklich eine klasse Umsetzung übrigens, ja, oder ist es immer noch. Insofern mache ich mir da keine Gedanken. Ich weiß nur nicht genau, was die Arbeit an dem VR-Modus bedeutet. Ja, für mich ist das immer noch nicht hundertprozentig klar, dass das komplette Spiel damit VR bekommt. Aber es sieht verdammt danach aus. Das Resident Evil 4 Remake verspricht ein originalgetreues Remake des Originals zu sein, aber nicht alles, was in der ursprünglichen Veröffentlichung enthalten war, wird im Remake enthalten sein. Wie zum Beispiel schnelle Ereignisse. Da der ehemals Quicktime betriebene ikonische Kampf gegen Jack Krauser jedoch im Remake enthalten sein wird, wurden die Sequenzen geändert, so dass sie jetzt auf dem neuen Pariersystem des Spiels basieren, wie die Regisseure Yashuhiro Ampo und Kazunori Kodoi bestätigen. Ach, die sind das. Das Resident Evil 4 Remake startet am 24. März 2023 weltweit auf PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X und so weiter. Der VR-Modus, der exklusiv für die PlayStation 5 und PSVR sein wird, wird als kostenloser DLC an einem noch nicht bestätigten Datum veröffentlicht. Okay, VR-Modus. Macht mal damit, was ihr wollt, was das sein kann, ob das bedeutet, das komplette Spiel in VR. Wie gesagt, ich würde jetzt noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich versuche natürlich, euch immer nur mit News zu versorgen, die wirklich valide sind. Und hier finde ich es noch ein bisschen schwierig. Ja? Ich habe auch spaßeshalber nochmal den original japanischen Tweet ins Englische übersetzt. Also ich nicht, sondern hier die Software. VR Mode auf Resident Evil 4 was started development. Stay tuned for more details. Damals haben offiziell angekündigt Sony, es wird VR-Content geben und jetzt sagt Capcom selber, das Spiel ist ja so gut wie fertig, das kommt dann nächsten Monat raus. Wir haben jetzt auch angefangen mit dem VR-Mode. Ich bin gespannt, was wir morgen dann noch zu hören kriegen auf der State of Play. Erinnert euch, 22 Uhr wird es hier im Livestream übertragen und wir sitzen alle da und sind gespannt, hoffe ich. Wilde Zeiten, Leute, wilde Zeiten. Wenn morgen da noch mindestens ein weiterer Knaller rauskommt, dann fresse ich meine eigene Mütze. Genau. Oh, habe ich schon. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Spaß zur Zeit, ja. Ich freue mich tatsächlich, was gerade rund um die PlayStation VR 2 passiert, denn ihr wisst, ich versuche meine Erwartungen sehr konservativ zu halten und ich bin ein bisschen getriggert jetzt. Bis dann, Mo von VR. Schreibt mir unbedingt eure Meinung hier rein, was ihr denkt, was ein VR-Mode bedeuten könnte. Und dann sehen wir uns allerspätestens morgen, aber wahrscheinlich heute noch in einem Livestream. Ich schiele die ganze Zeit nach No Man's Sky. Ja, das will ich unbedingt testen. Bye bye. Kleine Episode noch am Rande ist mir heute eingefallen. Oder ich glaube sogar Isa war es.
2012, ja, da waren wir das zweite Mal in Japan und unter anderem auch in Osaka und sind so die Straße lang gegangen und da sehe ich ein Gebäude eines mir zu der Zeit schon bekannten Videogame-Herstellers. Passt mal auf. Ja, und ich so, oh geil, die haben Resident Evil 5 gemacht und lass mal ein Foto machen. Das, ich weiß nicht, was mit meiner Frise damals los war, aber wie geil ist das denn bitte? Ja, 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 ja. Nein, in Wahrheit habe ich geklingelt und gesagt, hey, habt ihr nicht Bock auf VR? Denkt mal drüber nach. Und bin dann mysteriös verschwunden. So ist es abgelaufen und deswegen sind wir ja heute alle hier. Großartig. Habt Spaß. So, gerade wieder fertig mit Aufnehmen und schon gibt es tatsächlich die ersten News zu dem neuen No Man's Sky Update, nämlich Update 4.1 Fractal heißt es und das beinhaltet tatsächlich die Integration der PlayStation VR 2. Ich nehme mal an, ab jetzt wird dann das Update auch runterladbar sein, das werde ich sofort machen. Ich habe mir das jetzt flüchtig durchgelesen, ich will euch nicht lange aufhalten, also sie berichten über die Integration der PlayStation VR 2 in No Man's Sky, ja. Vibrierende Hände und Kopfvibrationen, alles drin. Sie haben aber tatsächlich auch für alle VR-Spieler sehr viel verbessert, ja. Auch sehr viele so Lifestyle-Geschichten, wie das Menü jetzt einfach auch schärfer dargestellt werden kann und in einer besseren Position ist und so. Das haben sie alles gemacht. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, Leute, ja. Denn die PlayStation VR 1-Version von No Man's Sky auf der PlayStation 5 war bisher das für mich bestspielbarste No Man's Sky, ja, weil es absolut flüssig lief und auf der PlayStation 5 mit dem Boost auf der PSVR 1 auch tatsächlich sehr anständige Auflösung hatte und einfach schöne Erfahrung war. Auf dem PC ist das sehr, sehr hakelig, dieses No Man's Sky, ja, da könnt ihr euch sogar gerne eine 4080 hinstellen, da wird es trotzdem an manchen Ecken klemmen, warum auch immer. Und ich erwarte jetzt nicht weniger, als dass die PlayStation VR 2 Version der absolute Superhit ist. Ich werde es jetzt laden und dann werden wir uns wahrscheinlich heute Abend im Livestream sehen und ihr werdet sehen, wie Motensen Planeten verunglimpft. Ja, genau. Also hier unten, ich scroll gerade zu den gesammelten Patch-Notes runter. Guckt euch das mal an hier. Ne? Hier geht es nur um VR erstmal. Das ist alles neu gemacht worden. Wir gucken ganz kurz rein. No Man's Sky unterstützt jetzt PlayStation VR 2 vollständig. VR 2 profitiert von hochauflösenden Display sowie hochwertigen Texturen, verbesserten Partikelrendern, Geländetessellationseffekten, erhöhten Planetendetails, erhöhten Ziehdistanzen und viel mehr. Unterstützung für PSVR 2 Headset, für Vibration und Controller. Vibration, adaptiver Trigger wurde hinzugefügt. Alle VR-Spieler mit einem Headset mit höherer Auflösung profitieren jetzt von einer schärferen Benutzeroberfläche, die in einem komfortablen Standardabstand von ihren Augen platziert ist. Die VR-Spielbereichsgrenze sind jetzt viel nachsichtiger. Es wurde ein Problem behoben, in dem im Lauf der Zeit zu wackeligen oder ungenauen VR-Kursorpositionen führen können. Okay. Naja, es ist ziemlich viel. Auch das Basis-Building wurde für VR-Benutzer verbessert. Das Basisgebäudemenü auch. Die Schwimmsteuerung wurde deutlich verbessert, da bin ich mal gespannt. Und man kann jetzt dieses Kraftfeld, was man hat, offensichtlich auch einfach frei an die Nicht-Waffenhand badgen. Ich wusste gar nicht, dass das bisher nicht ging. Ich glaube, das schwebte immer so fest vor einem. Ne? Es wurde ein VR-spezifisches Problem behoben, das Interaktion nach der Verwendung der Galaxiekarte blockierten konnte. Ich glaube, da bin ich auch schon mal drauf gestoßen. Die VR-Vermessungserfahrung und die Benutzeroberfläche wurden erheblich verbessert. Markerobjekte, die anderen Spielern gehören, sind jetzt in VR leichter anzuvisieren. Okay, und so weiter und so weiter. Viele Behebungen, viele Verbesserungen und so weiter. Und es gibt natürlich mit dem neuen Update auch eine neue Expedition und Roboterfreunde. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben, Leute. No Man's Sky ist eins der VR-Spiele, also eins der Spiele, das jetzt in VR eine riesige Dimension eröffnet. Ich habe da schon jetzt hunderte, Dutzende von Stunden, ich glaube, es sind konkret 110 oder so verbracht und es ist immer fantastisch. Meine Lieben, wir sehen uns nachher im Livestream. Macht's gut.